Ja, hallo Leute. Sony hat gerade den Nachfolger zu meiner Kamera angekündigt, die 6500, die im Wesentlichen die gleiche Kamera ist, aber als großes Unterscheidungsmerkmal eine interne Stabilisierung bietet. Also der Sensor wird direkt stabilisiert, In-Body Image Stabilization, IBIS genannt bei Sony. Und ja, das ist ein interessantes Feature. Und viele haben das an der 6300 bemängelt, dass sie das nicht hat. Sonst wäre es die perfekte Kamera. Jetzt kommt der Nachfolger, müsste also die perfekte Kamera sein und hat das. Kaufe ich sie mir? Wahrscheinlich nein. Warum? Weil sich im Prinzip an den Videomodis nichts ändert. Die 6300 ist eine fantastische Videokamera, besonders mit dem 4K-Bild, das echt seinesgleichen sucht, vor allem für den Preis. Und da bringt der Nachfolger nicht viel Neues. Also muss man mal sehen, vielleicht ja doch. Aber was ich bis jetzt weiß, ändert sich da eigentlich nichts. Weder höhere Bildzahlen bei der Zeitlupe, also es bleibt bei Full HD 120 Bilder maximal und es bleibt auch bei 4K maximal 30 Bildern, wobei man sagen muss, bei 30 Bildern ist die 6300 nicht mehr so gut wie bei 24 oder 25 Bilder. Also die maximale Bildqualität hat man mit 24 oder 25 Bildern pro Sekunde und bei 30 Bildern gehen schon viele Details weg und man hat einen stärkeren Crop. Also wenn die neue bei 30 Bildern die gleiche Bildqualität liefert wie die alte bei 24, 25 Bildern, das wäre natürlich schon mal ein Argument. Aber ich warte auf jeden Fall auf den Nachfolger dieser 6500, bevor ich wechsle. Und die bietet dann hoffentlich 4K mit 60 Bildern. Klar, interessant wäre schon dieser Bildstabilisator, weil ruhiges Bild ist natürlich immer gut. Deswegen mache ich ja diesen ganzen Wahnsinn mit den Stativen und den Stativköpfen, weil es eben darum geht, mit diesen Brennweiten trotzdem relativ ruckelfreies Bild hinzukriegen, was nicht so einfach ist. Und da hilft auch wahrscheinlich dieser Bildstabilisator. Also mein 500er hat natürlich auch einen Bildstabilisator, aber den kann ich im Videobetrieb eigentlich nicht mehr einsetzen, weil da habe ich festgestellt, dass es da auch bei ruhigen Motiven, wo ich im Prinzip die Kamera gar nicht bewege, durch den Bildstabilisator immer wieder Ruckler gibt im Video. Also ich weiß nicht, was der da ausgleicht, aber auf jeden Fall ist das Bild nicht ruhig. Und auch bei Mitziehern, Flugaufnahmen, wo ich den sonst verwendet habe, habe ich festgestellt, dass da auch immer mal wieder Ruckler sind. Wenn dieser Stabilisierungsweg, also der kann ja nur einen ganz bestimmten Ausgleich schaffen. Und wenn er da irgendwann an sein Ende kommt, dann gibt es natürlich einen kurzen Schlag und er reguliert wieder nach. Äh, und das sieht man im Video leider. Und deswegen mache ich den eigentlich jetzt immer komplett aus und muss dann eben natürlich ein größeres und schwereres Stativ umherschleppen. Ja, also wenn ich jetzt noch keine 6300 hätte, ich glaube, und vielleicht noch nur eine 6000 oder irgendeine andere Kamera und wirklich Videos machen will, dann würde ich mir die 6500 natürlich kaufen. Also für das Geld, auch für die 1700 Euro, die das Ding jetzt kosten soll, gibt es momentan einfach nichts Besseres für Video. Und ja, ich hoffe mal, das war für einige wieder interessant und würde mich über Kommentare und Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bam. Ja, von daher könnte man natürlich sagen, dass jetzt der ideale Zeitpunkt ist, um sich eine 6300 zu kaufen. Die 6300 jetzt im Preis fällt, wäre das eine echte Alternative, jetzt zuzuschlagen.